Ich glaube, wenn man anfängt, sich zu reflektieren und wenn man sich nicht nur über die Herkunft identifiziert, dann kommt man irgendwann nicht mehr um das Thema herum, über was man sich definiert. Und da wurde durch die Thematik, durch Studium und aber auch durch die Sozialisierung jetzt in den letzten Jahren, hat sich ganz oft halt rauskristallisiert, dass Sexismus ein großes oder Feminismus ein großes Thema ist. Und wenn man dann darüber nachdenkt, fängt man halt zu hinterfragen, warum man eigentlich die Frau ist, die man ist, oder beziehungsweise warum man als Frau gesehen wird oder warum man nicht als männlich wahrgenommen wird oder warum es überhaupt diese Kategorisierung gibt. Und je mehr man darüber nachdenkt, desto mehr merkt man einfach, dass das sehr sozial konstruiert ist und das auch nicht unbedingt mit einem einhergeht oder mit dem übereinstimmt, wie man sich eben fühlt. Und durch die Reflexion habe ich einfach festgestellt, dass ich mich weder als das eine noch das andere richtig identifiziere, aber jetzt durch die Sozialisierung fühle ich mich halt auf sie angesprochen, weil es halt, das kann ich irgendwie noch nicht so ablegen und möchte ich auch gerade gar nicht. Non-binary trifft eher als alles andere. Also ich habe einen Erasmus in Wien gemacht und wurde dann quasi gezwungen, in einem Seminar mich damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, da hat es so angefangen, weil dieser Raum irgendwie mir die Möglichkeit gab, tatsächlich auch dumme Fragen zu stellen, so, wo man dafür dann nicht dumm angeguckt wurde. Und weil es war irgendwie so ein Safe Space, wo alle halt einfach fair miteinander umgegangen ist, wo man auch wusste, okay, das wird jetzt den Raum nicht verlassen. Und in dem Zusammenhang hat man halt genau die Fragen gestellt, die einen beschäftigt haben. Okay, was macht mich jetzt als Frau aus, was macht mich als Mann aus, wie stelle ich mir das eigentlich vor und auf was davon hatte die Gesellschaft einen Einfluss und was kommt von den Eltern und was verstehe ich als sinnvoll, was stimmt denn jetzt davon, was möchte ich wirklich, woran glaube ich wirklich und was ist etwas, was ich gelehrt bekommen habe, aber was ich nicht ablehnen möchte. So, und ich glaube, das muss jeder für sich selber ausmachen. Ich finde es halt nur wichtig, dass man sich Gedanken darüber macht, was denn dabei rauskommt. Man kann ja trotzdem diesen Prozess durchziehen und sich dann bewusst sein und sagen, hey, ich bin mit dieser Zuschreibung, die mir die Gesellschaft gibt, zufrieden und ich bin mit dem Geschlecht, das ich bekommen habe, zufrieden und das ist einheitlich, dann freut mich das genauso sehr wie eine Person, die feststellt, dass sie trans ist oder ich weiß nicht, ob es bei allen so ist, ich kann halt nur von mir sprechen. Ich denke, dass ich auf jeden Fall einen Kampf gegen Rassismus führe so, oder versuche halt mir den Raum zu erkämpfen, in dem ich mich wohlfühle oder so sein kann, wie ich möchte. Dann habe ich das Gefühl, dass ich einen Kampf führe, der halt Sexismus betrifft und von der Gesellschaft genauso, damit man so mit mir umgeht wie mit allen anderen auch, beziehungsweise allen Privilegierten, dass Frauen und Männer gleich bezahlt werden oder alle Gender so, oder dass man nicht darunter leiden muss, wie man aussieht, wodurch man geprägt ist, welches Brot man isst, wie man die Haare trägt und so weiter. Ich glaube, das ist ein dauerhafter Kampf auf jeden Fall. Die zwei Kämpfe führe ich auf jeden Fall. Funktioniert halt aber auch nur, wenn die Mehrheit Minderheiten dabei unterstützt, so, weil eine Minderheit einfach nur eine Minderheit bleiben kann, wenn die Mehrheit das duldet. Und dabei ist es halt wichtig, dass die Mehrheitsbevölkerung Außenstehende in dem Fall nicht nur dulden und nie tolerieren, ist das Wort, was oft in dem Zusammenhang verwendet wird. Es geht darum, dass man akzeptiert wird und damit einfach annimmt, wie es ist und nicht versucht, anderen Menschen noch irgendeinen Titel aufzuzwängen oder sie noch anders auf eine andere Art zu degradieren. Es fällt mir nicht schwer, vor Leuten zu sprechen, aber so den Raum zu bekommen und einen leeren Raum zu füllen, wo Menschen einfach nur dir selber zuhören, ist schon krass.